Hallo, Freunde des Mittelmeers und herzlich willkommen bei diesem Griechenland-Reiseführer. Nachdem wir die Wolkendecke durchbrochen haben, sind wir wieder auf dem Flug zu unserer Lieblingsinsel Kreta. Wir schweben uns ein auf dem östlichen Teil der Insel, denn ich will euch dieses Gebiet etwas genauer beleuchten. Wenn ihr also in der Nähe von Agios Nikolaos, Ierapetra oder Sitja einen Urlaub plant, könnte dieses Video sehr interessant für euch sein oder auch eben nur unterhaltsam. In den folgenden Minuten möchte ich euch Tagesausflüge vorstellen, die euch auf die Spitzen der Berge bringen, welche mit kleinen Kirchen und Kapellen gesegnet wurden. Sicherlich haben viele die kleinen weißen Gotteshäuser auf den Bergkuppen aus der Ferne schon gesehen, doch erscheint den meisten die Anfahrt bei fehlender Ortskenntnis doch etwas gewagt. Und das ist auch nicht ganz unberechtigt, da Google die Routen oft nicht im Rahmen eures Mietwagenvertrages aussucht. Und selbst wenn ihr euch die Offroad-Klausel gegönnt habt, steht man ungern hilfesuchend im griechischen Ödland bei 40 Grad und wartet auf Hilfe. Daher machen wir jetzt Folgendes. Ich suche eine Kapelle aus, zeige euch die Anreise bis zu dem Punkt, wo ihr das Auto stehen lassen solltet, und danach gehen wir den Rest gemeinsam zu Fuß. Oben angekommen gibt es ein paar Impressionen aus der Vogelperspektive, bevor wir uns der nächsten Kirche widmen. Na dann legen wir mal los. Anfangen möchte ich mit einer Kirche nordwestlich von Ierapetra auf dem Berg Antolis. Luftlinie ca. 5 Kilometer vom Stadtkern entfernt ist man relativ zügig an unserem Ausgangspunkt, dem Dorf Anatoli. Dieses Dorf wird auf den Wegweisern gern als Traditional Village ausgewiesen. Ihr fahrt die Straße von Ierapetra nach Westen raus, immer parallel zum Meer, und dann kommen rechter Hand immer wieder die Wegweiser nach Anatoli. Eine der Zufahrten erwischt, schlängelt ihr euch auf eine Höhe von 630 Meter den Berg hoch bis Anatoli. Dort müsst ihr euch dann entscheiden, Auto stehen lassen oder Sandweg fahren mit leichtem Offroad-Feeling. Der Weg wird oft bei Safari-Touren benutzt, ist aber auch mit einem normalen Kleinwagen gut zu meistern. Nur entgegenkommen sollte euch die Karawane der Hobbygeländefahrer nicht. Dann wird es eng an einigen Stellen. Wir haben uns für den motorisierten Aufstieg entschieden, sind halt auch noch über 300 weitere Höhenmeter. Und das ist der Weg von Anatoli bis zum Ziel. Die Aussicht von dort oben muss hier nicht beschrieben werden, dafür sind ja die Aufnahmen da. Der Name der Kirche ist übrigens Timos Stavros, was nicht mehr heißt als Heiliges Kreuz. Und das ist ja auch gut zu erkennen. Südlich am Berg ist dann auch noch eine kleine Kapelle auf halber Höhe. Name Agios Paraskevi. Hier sind die Bilder. Und weiter geht's zur nächsten Kirche. Zufällig entdeckt als heller weißer Punkt in den Bergen bei einer Fahrt in den fernen Osten. Kurz bevor die Küstenstraße das Meer verlässt, erscheint unser nächstes Ziel auf den Felsen der Insel. So, und wie kommt ihr jetzt dahin? Die Kirche ist Luftlinie 25 Kilometer von Ierapetra entfernt. Immer Richtung Osten am Meer entlang bis Analipsi. Der Weg ist ausgeschildert mit
Richtung Sitia. Kann nicht verfehlt werden, wird hier also auch nicht länger beschrieben. Dann geht's 7 Kilometer landeinwärts. Lange, kurvige Straße, 500 Meter bergauf, aber immer noch fester Boden unter den Reifen bis hier. Danach wird es sandig. Drum hier Auto stehen lassen und weiter zu Fuß. Lockere 1,5 Kilometer auf gleichbleibender Höhe und kurzem, aber intensiven Treppenpfad am Ende. Auch hier ist die Aussicht alle Mühe wert und mit der will ich euch jetzt kurz alleine lassen. Bei Google findet ihr das Gotteshaus unter Crucified Church. So, wo wir schon mal so weit im Osten sind, springen wir gleich rüber zur Kirche des Propheten Elias. Die bietet zwar weder eine abenteuerliche Anreise oder einen fettverbrennenden Aufstieg, doch ist sie märchenhaft in Position, Panorama und sich selbst, finde ich. Also fahren wir zurück nach Analipsi und von da aus 14 Kilometer in die Berge Nordost. Der Anstieg auf 450 Meter verteilt sich gleichmäßig, ist also kaum zu spüren. Dann kann man direkt zur Kirche auf die Hochebene vorfahren oder man stellt das Auto an der Hauptstraße ab und läuft die restlichen Meter durch die Olivenhaine. Die Anreise von Sitia ist in Sachen Entfernung und Aufwand auch nicht anders. Solltet ihr also einen Tagesausflug von Agios Nikolaos nach Sitia gemacht haben und merkt dort, dass ihr noch einen Höhepunkt für die Reise braucht, dann empfehle ich euch den Abstecher in Richtung Süden. So, und dann gibt's jetzt hier die Bilder. Viel Spaß!
der Mitte des Videos angekommen, fliegen wir jetzt zu meiner Lieblingskirche in der Nähe von Ierapetra. Dieses Gotteshaus hat von allem die richtige Dosis. Eine ruhige Anfahrt und einen unterhaltsamen Aufstieg auf eine lohnenswerte Höhe für ein atemberaubendes Inselpanorama. Und diese Reise solltet ihr machen. Für euch, für eure Kreta-Story und für mich, indem ihr mir schreibt, wie es war. Und los geht's. Wir starten in Ierapetra, fahren nach Norden in Richtung Agios Nikolaos. Wer die Reise zum Sonnenuntergang anstrebt, sieht die Kirche schon weit her aus den Bergen leuchten. Und ja, da wollen wir rauf. Nach ca. 4 Kilometern rechts ab von der Hauptstraße in Richtung Berge, im Dorf Kartokorio, lasst ihr das Auto auf ca. 120 Metern über dem Meeresspiegel einfach stehen. Nicht die Wasserflasche vergessen, denn jetzt geht's zu Fuß weiter. Und zwar 1 Stunde für gut 200 Höhenmeter. Das bringt die meisten Menschen noch nicht an ihre Grenzen, aber mit ausreichend Aquamineral fällt das Laufen deutlich leichter. Der Weg ist gleichmäßig in seinem Anstieg und seiner Beschaffenheit, im Sand. Nur langweilig ist er nicht, denn mit jedem Schritt steigt die Sichtweite bis zur Spitze. Und hier lasse ich euch wieder kurz allein. Habt Spaß! Und wir gehen weiter. Im Film oder wer will zu Fuß, denn die nächste Kirche ist nicht weit. Wer also nochmal 3,5 Kilometer wandern will, dem wird hier kurz der Weg angezeigt. Bestimmt wunderschön und die meiste Zeit geht es sogar bergab. Aber bei der Hitze und ohne Schatten nichts für mich. Also Standardroute. Von Ierapetra mit dem Auto, Parkplatz suchen am Berg, kleine Wanderung zum Ziel und großes Panorama am Ende. Ganz locker vorm Sonnenuntergang und dem nächsten Besuch der nächsten Lieblingstaverne. Ihr fahrt gerade 3 Kilometer aus der Stadt ins Dorf Banja. Bekannt ist der Ort für den bekloppten Tower von Banja, eine Burgruine mit unerkennbarem Wert. Man kann sie nämlich kaum noch erkennen. Aber egal, schaut sie euch an, wir kommen eh dran vorbei. Geparkt wird an der Dorfkirche des heiligen Minas, Ekaterini und Varvara. Dort sind wir auch schon auf 60 Meter Höhe. Auf dem Sandweg Richtung Osten kommen dann nochmal 100 Meter dazu. So sind wir am Ende auf einer wunderbaren Höhe, um über die Südküste aufs Meer sehen zu können und auf den langweiligen Turm von Banja.
Die 6. Kirche, die ich euch zeigen will, ist auch fast in Sichtweite. Nur auf der anderen Seite des Tals und unserer Hauptstraße von Ierapetra nach Agios Nikolaos. Und auf der starten wir auch wieder. Ausgangspunkt wie gehabt. 5 Kilometer Nord-Nordost, dann verlassen wir die Asphaltstraße in Richtung Westen. Nach diesem Abzweig ist der Komfort der Reise etwas ungewiss, denn der aufgezeigte Weg unterliegt ständigen natürlichen und künstlichen Einflüssen wie Regenbächen und Pickuprädern, die von den Olivenbauern über die Sandpiste bewegt werden. Wer also Angst hat, den roten Weg überraschend aufgeben zu müssen und dann auch noch ungern rückwärts fährt, lässt sein Gefährt an der Asphaltstraße stehen und läuft die gut 2 Kilometer zur Kirche. Die Unerschrockenen fahren mutig bis zum angezeigten Parkplatz und lassen das Auto im Schatten eines Olivenbaums stehen. Dann sind es nur noch wenige Schritte und man steht in einer Höhe von 165 Metern neben seinem Ausflugsziel. Viel Erfolg! Nun, dann kommen wir zur 7. und letzten Kirche dieses Reiseführers. Sie ist auf der Nordseite des Talendes, direkt am Wasser gelegen. Und das macht sie erwähnenswert. Die Lokation ist fantastisch. Schönste Fotos beim Sonnenuntergang sind garantiert und das Verweilen ist jede Minute wert. Wer, wie hier schon öfter beschrieben, von Ierapetra kommt, fährt 13 Kilometer auf der Hauptstraße in Nordrichtung. Wo die Straße auf die Nordküste trifft, steht auch schon die Kirche rechter Hand. Aus Agios Nikolaos kommend schlängelt ihr euch 21 Kilometer auf der Küstenstraße in Richtung Südosten entlang. Genau wie die Städte im Vergleich ist auch der Weg um einiges attraktiver als der aus Ierapetra. Am Ende führen beide zum Ziel, welches ganz nebenbei noch einen kleinen Fischerbootshafen aufweisen kann. Wer mit dem Boot von Agios Nikolaos rüberkommt, kann dort anlegen oder den Strand von Pachia Amos zum Anlanden benutzen. Direkt an der Kirche bleibt man mit dem Boot lieber auf Abstand, da wildes Wasser und wildes Gestein aus deinem Trip schnell einen Tauchgang machen.
Und das wollen wir ja natürlich vermeiden. So, und das war's nun auch fürs Erste. Was ganz locker nach 26 Minuten hinter euch liegt, ist ein Resultat eines 2-wöchigen Urlaubs mit Frau und Drohne. Also alles, was man braucht. Diverse Hard- und Software wurden beansprucht, um in vielen fantasievollen Stunden ein unterhaltsames Ergebnis zu erschaffen. So lasst es mich wissen, wenn eure Begeisterung nach einem weiteren Reisebericht aus Griechenland ruft. Nicht, dass ich dann extra hinfliege, ich habe schon gebucht, aber ich würde die nächsten Aufnahmen gleich im Fokus bester Unterhaltung mit nach Deutschland bringen und alsbald präsentieren. Das verspreche ich, so wahr mir Google helfe. Macht's gut.